Könnte der Euro den Dollar als Weltreservewährung ablösen? Das wünscht sich zumindest Christine Lagarde, und in diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie realistisch ein solcher Wunsch, ein solcher Masterplan tatsächlich ist. Also man kann nur sagen, Totgeglaubte leben länger. Wenn du dir in den letzten Jahren YouTube angeschaut hast oder ich sage mal bestimmte Segmente von YouTube, ich glaube, es gibt kein Thema hier, das mehr bespielt wurde wie das Lied vom Euro, der demnächst stürzt, vom Euro, der crasht, vom Euroraum, der zusammenbricht, der untergeht, von der EU, die auseinanderfällt, etc. pp. Dieses Pferd haben nun wirklich hier viele bis zum Erbrechen, bis zur Erschöpfung geritten und tun es auch heute noch. Aber es gibt auch eine komplett andere Sichtweise. Ich sage nicht, dass ich diese Sichtweise habe, aber seit hier der Dollar doch in den letzten Monaten hier seit Anfang 2025 ziemlich gelitten hat, aufgrund des Chaos, so muss man es leider sagen, in den USA. Mehr Schulden, Handelskrieg, Zollstreitereien und so weiter. Du weißt, von was ich spreche. Wittert Christine Lagarde Morgenluft. Sie kann sich vorstellen, dass der Euro hier die neue Reservewährung der Welt werden könnte. Das fände sie natürlich ganz fantastisch. Da wird natürlich sehr viel Geld in die Europäische Union fließen. Die USA haben bekanntlich 36 Billionen Dollar an Schulden, also 36.000 Milliarden Dollar an Schulden. Das meiste davon haben ausländische Staaten gekauft. In den letzten Jahren haben Länder wie zum Beispiel China, Japan oder auch Deutschland angefangen, hier Dollar abzutragen und in Gold zu investieren. Es wurde auch offensichtlich in Euro investiert, denn der Euro hat gegenüber dem Dollar allein in den letzten Monaten 10% hier an Wert zugenommen. Nach Christine Lagarde könnte es hier noch sehr viel mehr Spielraum nach oben geben. Man muss zum Beispiel sehen, dass die Märkte es als sehr positiv empfunden haben, dass Deutschland hier so viel neue Schulden gemacht hat. Das hat nämlich den Märkten hier die Möglichkeit gegeben, in deutsche Staatsanleihen zu investieren. Aber da sehen wir auch schon einer der Probleme, denn Eurobonds, also letztlich eine Schuldenunion, wo hier die Europäische Union dann Anleihen ausgeben würde, das gibt es momentan nicht, also wenigstens noch nicht in großem Umfang. Du weißt ja wahrscheinlich, man hat hier im Rahmen von Covid tatsächlich einmal solche Eurobonds aufgelegt. Man will das jetzt hier nochmal machen im Rahmen dieses Verteidigungspaketes, aber natürlich ist das nur ein kleiner Teil der Schulden der Europäischen Union. Wollte man hier wirklich Eurobonds auflegen, dann würden im Grunde Länder wie Deutschland hier ihre Souveränität einbüßen. Sie konnten dann keine Staatsanleihen mehr verkaufen. Das wäre dann Aufgabe der EZB. Also das ist schon mal ein wichtiger Teil hier, eine wichtige Herausforderung. Wie sollen denn überhaupt ausländische Investoren in Papiere im Euroraum investieren können, Staatsanleihen, Bonds, wenn es solche de facto nicht gibt. Doch wir sehen natürlich auch noch andere Herausforderungen. Es ist ja nicht so, dass die USA ohne Grund hier in der Lage waren, den Dollar als Leitwährung, als Weltreservewährung zu etablieren. Dafür haben die USA zum Beispiel auch akzeptiert, dass sie militärisch die stärkste Macht sind, dass sie militärisch hier die Weltpolizei sind und als solche hier seit dem Zweiten Weltkrieg agiert haben. Ein weiteres Problem ist das wirklich hier das Ansinnen der Europäischen Union, dass sie sich hier letztlich zur Weltpolizei aufspielt. Nun, wenn man Lagarde beobachtet und auch von der Leyen, dann kann man schon solche Tendenzen sehen. Das muss man ja ganz klar sagen. Hier wird jetzt Aufrüstung ganz groß geschrieben. Merz brüllt auch schon, wir wollen die stärkste Armee Europas. Da geht es also offensichtlich dann nicht nur darum, um sich hier gegen den Russen zu schützen, gegen den Russen aufzurüsten, sondern möglicherweise so weit, dass man jetzt demnächst dann hier die ganze Welt kontrollieren und patrouillieren möchte. In der Realität ist man natürlich noch davon sehr weit entfernt. Einfach nur Geld auszugeben für Aufrüstung heißt noch lange nicht, dass man hier eine schlagkräftige Streitmacht dann hat, so wie es die USA haben. Also davon ist man meiner Meinung nach jahrzehntelang noch entfernt. Also ein weiterer Stolperstein auf diesem Weg, dorthin die Weltleitwährung, die Weltreservewährung tatsächlich zu werden, wie Christine Lagarde
sich das offensichtlich wünscht. Christine Lagarde beschreibt das ja dann immer in so schönen Worten. Sie sagt, dass das hier, also hier der Taumel des US-Dollars momentan, der vielleicht temporär ist, der vielleicht permanent ist, also dass dieser Moment hier eine großartige Gelegenheit für Europa werden könnte, sein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Also sehr blumig ausgedrückt, muss man sagen, und relativ unklar, was damit in der Tat gemeint ist. Sie meint jedenfalls damit, hier ohne Ende weiter Schulden zu machen, diesmal im Namen der Europäischen Union. Und man muss natürlich ganz klar sagen, auch schon heute ist der Euro hier nach dem Dollar die wichtigste Währung und hat am meisten Liquidität. Danach kommt der Yen, danach kommt das Pfund Sterling. Unter ferner liefen dann auch noch der chinesische Yuan und dann natürlich auch noch der Schweizer Franken. Problem ist natürlich, dass der Schweizer Franken als Währung zwar sehr erfolgreich ist, wahnsinnig stark ist, aber relativ gering ist, relativ klein ist. Und keiner will natürlich in die chinesische Währung investieren, denn jeder weiß ja, dass die Chinesen extrem aktiv hier ihre Währung manipulieren. Sie laufend abwerten, fast letztlich peronistische Tendenzen zeigen und deswegen gilt natürlich die chinesische Währung als nicht sehr sicher. Es gab ja mal dieses Gerücht, dass es da eine BRICS-Währung geben sollte. Das ist natürlich völlig abwegig. Das war schon immer völlig abwegig, weil natürlich die einzelnen BRICS-Länder viel zu verschieden sind untereinander. Wir sehen ja schon, was der Euro für ein Chaos ist, ja. Und hauptsächlich deswegen, weil die verschiedenen Länder, die am Euro teilnehmen, so unterschiedlich sind. Wie wäre das erst beim BRICS? Völlig undenkbar. Dort hat man jetzt ja auch eine gute Lösung übrigens gefunden, wo letztlich die Staaten hier mit ihrer eigenen Währung arbeiten können und dann letztlich Guthaben in der eigenen Währung bei den anderen Ländern haben. Also deshalb, es ist nicht so komplett abwegig natürlich, wenn man jetzt die ganze Sache aus den Augen der Hochfinanz betrachtet, aus den Augen der globalen Finanzinvestoren, dass hier der Euro natürlich schon heute auch Liquidität bietet und man hier noch Raum nach oben sieht. Aber wie gesagt, wir haben schon einige Herausforderungen angedeutet. Und es gibt natürlich noch mehr. Denn man würde sich zum Beispiel generell fragen, bringt das denn wirklich allen EU-Ländern etwas, wenn der Euro jetzt hier sehr stark wäre, was ja hier dann zwangsläufig passieren würde, wenn der Euro die Weltleitwährung oder die Weltreservewährung wäre? Letztlich hängt ja viel in Europa, anders als in den USA, wo die Wirtschaft hauptsächlich für den Binnenmarkt arbeitet, ist natürlich so, dass im Euroraum vieles vom Export abhängt. Was würde dann ein starker Euro bedeuten? Hier müsste man sich also so orientieren letztlich wie die Schweiz. Das heißt, man müsste effizienter in der Produktion werden, hochwertige Produkte herstellen und im Grunde genommen so die Wettbewerbsfähigkeit sichern, nicht mehr über den Preis. Das kann nicht im Interesse aller EU-Länder sein. Deutschland hat ja genau von dieser Tatsache profitiert. Deutschland hat eine unglaubliche Produktivität, eine Produktivität wie die Schweiz. Aber mit der Einführung des Euro wurde im Grunde genommen dann die D-Mark ja dann abgewertet. Und letztlich konnte Deutschland so dann viel günstiger auf einmal produzieren, als es eigentlich die Produktivität Deutschlands so vermuten lassen würde. Das hat ja dann auch zu dem großen Handelsdefizit hier geführt bei den USA. Etwas, mit dem ja zum Beispiel Donald Trump schon immer sehr unglücklich war und was er auch den Deutschen und den Europäern vorgeworfen hat. Das ist ja auch einer der Gründe, warum die Amerikaner jetzt an ihrer traditionellen Rolle eigentlich wirklich gar nicht mehr so großes Interesse haben. Es kommt zur Inflation, die Preise steigen, die Assetpreise steigen. Wie soll das Ganze in Europa funktionieren? Wie soll ein ganz großer Exporteur auf einmal zum Importeur werden, was ja diese Leitwährung, diese Reservewährung im Grunde voraussetzen wird? Also, Lagarde mag lange sagen, dass sie gerne möchte, dass der Euro hier zur Leitwährung, zur Reservewährung wird. Aber aus meiner Sicht sind das alles nur Träume. Denn wenn man sich die Realitäten anschaut, kann ich mir nicht so wirklich vorstellen, wie sich das in der Europäischen Union tatsächlich umsetzen lassen wird. Ganz davon abgesehen, dass die USA ja auch ein riesiger Markt sind, während die EU nach wie vor sehr fragmentiert ist und es hier sehr große regionale Unterschiede gibt. Also, soweit meine Meinung. Ich denke, es ist nicht realistisch, dass der Euro hier den US-Dollar ablöst. Vielleicht irgendwann mal in der Zukunft. Wir werden sehen, was kommt. Aber interessant ist es jedenfalls, dass eine Währung, die ja lange als Missgeburt gesehen wurde, jetzt hier auf einmal gehandelt wird als Weltreservewährung von manchen Experten. Also das ist natürlich schon in gewisser Weise überraschend. Wenn das Themen sind, die auch dich interessieren und du darüber nachdenkst, hier international zu diversifizieren, vielleicht auszuwandern, die EU zu verlassen zum Beispiel, dann würde ich mich freuen,
mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Wegzug ins Ausland, im Ausland Vermögen aufbauen, Vermögen zu schützen vor staatlichem Zugriff. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.